Sicher ist uns das allen schon mal passiert. Wir kommen rein in einen Raum, wo eine Gruppe von Menschen drin ist oder einfach nur in irgendeine Location und haben das Gefühl, irgendwas ist hier komisch. Ich fühle mich gar nicht wohl. Was hat es mit schlechten oder negativen Energien auf sich? Wie kann ich checken, ob in meinem Umfeld vielleicht negative Energien vorherrschen? Und was kann ich dagegen tun? Natürlich kannst du Bücher lesen, zum Beispiel von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Oder du hast vielleicht bestimmte Räucherrituale, die du machst. Salz streuen, Essigwasser benutzen, whatever. Es gibt viele Möglichkeiten und ich habe wirklich viele ausprobiert. Nach meiner Erfahrung bisher, und darauf stützt sich vor allen Dingen dieses Video, aber auch auf die Erfahrungen von Menschen aus meinem Umfeld, geht es für den Anfang sehr, sehr viel leichter und hat eine Menge mit dem zu tun, was vielleicht unsere Mütter und Großmütter veranstaltet haben, ohne dass sie sich darüber immer bewusst waren. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich hoffe, der Switch dorthin klappt. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich bin total begeistert. Zoom hat irgendwie eine neue Funktion, wo ich mein Video und die PowerPoint-Präsentation so in Einklang bringen kann. Immer mal was Neues. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wer je eine Situation erlebt hat, in der er in unangenehmen Energien sich bewegt hat, egal ob unter Menschen oder einfach nur in bestimmten Räumlichkeiten, wo er das Gefühl hatte, sich nicht wohlzufühlen. Der will unbedingt für die Zukunft eine Wohlfühlatmosphäre um sich herum schaffen, egal ob zu Hause oder im Büro oder in der Freizeit. Ich habe es genannt, daher Wohlfühlatmosphäre schaffen mit Energieritualen. Und Rituale in Anführungsstrichen ganz einfach, weil es so rituell nun wiederum nicht ist, sondern sehr individuell. Und darauf kommt es aus meiner Sicht an. Denn für jeden ist es etwas anderes, eine Wohlfühlatmosphäre sich zu schaffen. Schauen wir mal weiter. Ich habe das zu Anfang schon gesagt, die vorgeschlagenen Möglichkeiten basieren in erster Linie auf meinen persönlichen Erfahrungen. Falls du dir die eine oder andere Umsetzung gleich notieren willst, schnapp dir noch Stift und Zettel und sei bereit. Los geht's. Worum wird es gehen? Wir schauen uns als erstes mal an, was sind schlechte oder negative Energien in unserem Umfeld und woran erkennen wir sie? Dann machen wir ein Beispiel in Form eines kleinen Checks unseres eigenen Zuhause. Und dafür brauchst du vielleicht Zettel und Stift. Oder du schaust dir das Video später nochmal an und machst es dann im Nachgang. Und ich möchte 3 Möglichkeiten vorstellen, die ganz gut zur Verbesserung geeignet sind. Als erstes, was sind denn schlechte oder negative Energien? Es sind Schwingungen, die wir als unangenehm wahrnehmen und plötzlich schlagartig schlechte Gefühle in uns haben. Das kann durch andere Menschen hervorgerufen sein oder auch durch bestimmte Situationen. Und so verrückt es klingen mag, wir sind Magier unseres eigenen Lebens. Und insofern können diese Situationen auch imaginär sein. Das heißt, sie entstehen im Kopfkino. Was das damit auf sich hat, das weißt du unter Garantie. Könnte ich jedenfalls wetten. Wir brauchen uns bloß eine unangenehme Situation vorzustellen. Was weiß ich, mit wem hast du jetzt gerade Stress? Stell dir diese Situation bildlich vor. Was passiert? Dir geht es nicht mehr so gut wie vorher. Könnte ich drauf wetten. Was oder wie können wir diese Dinge wahrnehmen? Körperlich. Unruhe,
eine plötzliche Anspannung. Manchmal wird uns das gar nicht so bewusst, erst im Nachgang. Schlechte Gerüche, Übelkeit, Herzrasen, Kopfschmerzen, Schwitzen, Frieren und Ähnliches. Also lauter Körpersignale, die wir typischerweise nicht haben. Emotional, Angst, Schreck, Wut, Ekel, Traurigkeit, richtige Aggressionen können in uns plötzlich entstehen und auch mental. Wirre Gedanken. Wir können uns plötzlich nicht mehr konzentrieren oder wir haben, jeder kennt es aus Prüfungssituationen und da sind wahrscheinlich weniger gute Energien im Spiel, den sogenannten Blackout oder Gedankenkarussell, wie eine Schallplatte mit einem Sprung, wo plötzlich irgend so ein Satzfragment in uns ist, hau ab hier. Irgendwie sowas, was uns immer wieder durch den Kopf geht. Tunnelblick. Wir nehmen links und rechts gar nichts mehr wahr, sondern nur das, was direkt vor uns ist. Und all das andere blenden wir automatisch aus. Jetzt kommen wir zum Check das Zuhause als Beispiel. Stell dir vor, du bist bei dir selbst zu Gast. Du kommst in die Wohnung rein und tust so, als würdest du dich selbst besuchen, als wärst du der Besucher bei dir zu Hause. Als erstes der Eingangsbereich, der Korridor, die Diele, was auch immer bei dir der typische Eingangsbereich ist. Wie steht es da mit der Ordnung, mit der Sauberkeit? Wie viel Krimskrams liegt darum? Gibt es Schuhe, die im Wege stehen, über die man gleich stolpert? Oder liegen sonstige Klamotten irgendwo rum, statt auf Bügeln zu hängen? Hast du übervolle Schränke? Und damit meine ich jeglichen Raum. Insgesamt die Gerüche und die Luftzirkulation. Wenn du als Fremder in deine eigene Wohnung, als Fremder in deine eigene Wohnung kommst, wie riecht das für dich? Gut? Angenehm? Frisch gelüftet? Gibt es in deinem häuslichen Umfeld unerwünschte Insekten, zum Beispiel Lebensmittelmotten oder andere Krabbeltiere, die nicht Jahreszeiten typisch sind und überhand nehmen? Auch das zeugt von niedrigen Energien. Wenn du durch die Räume einfach mal durchgehst, fühlt sich das leicht an, wundervoll, oder hast du das Gefühl, da drückt dich was runter? Wie steht es um die Funktionalität der Räume? Ist ein Schlafzimmer wirklich ein Schlafzimmer? Oder steht da vielleicht der Fernseher irgendwo rum und ist das letzte Teil, was du, bevor du das Licht löschst, ausschaltest? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und auch wenn ich mir jetzt möglicherweise nicht unbedingt nur Freunde mache, aus meiner Sicht im Schlafzimmer hat ein Fernseher absolut nichts verloren. Gar nichts. Der ist das Gegenteil von Ruhe, Entspannung. Schon das Geflimmere auf der Mattscheibe. Also alles technische Gerät, außer Lampen vielleicht, die braucht man ja. Auch Smartphones, die nicht im Flugmodus sind und so weiter. Raus. Sowas macht schlechte Energien in einen Schlafraum. Geh in die Vogelperspektive und checke das. Geh richtig gehend durch die Räume hindurch und spüre es auf. Sei Sherlock Holmes. Nimm die vergrößernde Lupe und betrachte jedes Detail. Was kann ich als nächstes tun? Ich habe 3 Vorschläge. Das sogenannte Ausmisten. Ungenutzte, ungeliebte Dinge. Klamotten, die du schon lange nicht mehr trägst. Schaust dir unter dem Aspekt an, welche Gefühle verbinden sich damit. Sind da vielleicht Sachen darunter, wenn du sie gegen das Licht hältst, ist der Stoff schon fadenscheinig? Oder sind das Sachen, die irgendwo ganz unten liegen, die du schon 1 Jahr, 2 Jahre nicht mehr angezogen hast, aber für den Fall der Fälle noch aufgehoben hast? Weg damit. Verschenken, verkaufen, in die Tonne für die Altkleider, whatever, raus damit. Auch traurig machende Erinnerungen. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Ex-Liebe irgendwo warst
und hast davon noch Souvenirs, Kleidungsstücke, Briefe, Fotos. Wenn du dir die anguckst, dann passiert eigentlich ein Unglück. Und selbst wenn du das in den Keller oder auf den Boden verfrachtet hast, in eine Kiste, dein Unterbewusstsein, was sich zu über 90% deines Seins steuert, erinnert sich daran. Weg damit. Verabschiede es in einem wundervollen Ritual, was für dich angenehm ist. Zum Beispiel verbrennen, in einen großen Fluss werfen, was dir auch immer einfällt. Deine individuelle Vorgehensweise ist genau richtig. Das, was dir intuitiv in den Sinn kommt, ist das Richtige. Spüre vielleicht nochmal die Sentimentalität und dann weg damit. Oder auch Küchenschränke, altes Geschirr, was du schon ewig nicht mehr nutzt. Auch das belastet. Eine weitere Möglichkeit, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, das war das alljährliche Großreinemachen. Das kennen wir heutzutage gar nicht mehr. Aber ich weiß, da wurden die Matratzen ausgeklopft. Da wurden die Deckbetten über das Fenstersims gehängt oder draußen auf eine Wäscheleine, um auszulüften. Heute ist ja vieles waschbar. Also waschen, Schränke ausräumen, auswischen, Kissen, Decken, Bezüge, alles reine machen. Und auch den Boden wundervoll wischen, ja, und vor allen Dingen die Ecken, die sonst vielleicht mitunter in der Hektik des Alltags rund sind. Diesmal sind sie dran. Das ist großreine machen. Und du wirst dich befreit, erleichtert und voller positiver Energie fühlen. Und als nächstes, als drittes, meditieren. Gegebenenfalls inklusive Meditationsmusik. Das zielt wieder ab auf das, was wir imaginieren. Wenn du meditierst und dich verbindest mit Gott, mit dem Universum, mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, dann bist du in einer hohen Schwingung, in einer hohen Energie. Und die strahlst du auch ab. Das strahlst du auf dein ganzes Umfeld, auf deine Räume, auf die Menschen in deinem Umfeld. Man spürt es, wenn du dann durch die Welt gehst, durch dein Leben gehst. Deine Selbstliebe stärken und damit positive Wahrnehmung trainieren. Auch das ist eine sehr gute Idee. Einen Link dazu zum Thema Meditation hast du unterhalb der Beschreibung zu diesem Video. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich bedanke mich dafür, dass du mir bis hierher gefolgt bist. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausmisten, schlechte Energien beiseite schaffen und eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Freue mich auf deinen Kommentar, wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.